Hallo und herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Die Quizfrage des heutigen Tages lautet: Was ist kürzer als 6 Meter, hat 4 Betten, die auch noch lang sind zum getrennten Schlafen, Allrad, eine richtig gute Stehhöhe, eine absolute Vollausstattung und einen 3 Liter 6-Zylinder von Mercedes? Wer weiß es? 3, 2, 1. Es ist ein Westfalia James Cook und zwar genau dieser hier. Mir wurde gerade mitgeteilt, ich hätte gar nicht sagen müssen und rätseln müssen, weil eigentlich habt ihr es ja vorher schon auf dem Thumbnail gesehen. Und das stimmt, aber für mich in diesem Augenblick fühlt es sich an, als wenn es eine ganz neue, tolle Idee ist. Also, was haben wir hier heute? Wir haben ein Westfalia James Cook HD wie Hochdach. Ist ja bei diesem Fahrzeug auch nicht zu übersehen. Mit absoluter Vollausstattung. Ist jetzt knapp 2 Jahre alt, hat knapp 12.000 Kilometer. Und die Kunden, die den damals bei uns neu gekauft haben, haben gesagt, wir nutzen den eindeutig zu wenig. Wir haben uns entschieden, uns von dem Fahrzeug zu trennen. Also bitte übernimm das doch, kümmere dich darum, dass der Wagen einen neuen, glücklichen Besitzer findet. Und deswegen zeige ich euch den heute in dem heutigen Video, damit ihr einfach eine Idee davon bekommt, was kann der Wagen, wie ist er ausgestattet. Dazu gibt es noch 15, weil mehr gehen bei mobile.de nicht. Schöne Bilder bei mobile.de, da habt ihr auch die ganze technische Ausstattung noch mal drin. Und damit ihr gleich am Anfang wisst, wo ihr die Anzeige findet, hier ist ein QR-Code eingeblendet. Und unten in der Videobeschreibung verlinken wir euch die Anzeige nochmal, dass ihr euch das genau angucken könnt. Also heute geht es ganz konkret um dieses eine Fahrzeug. Wer sagt, Auto finde ich super, Grundriss gefällt mir, aber eigentlich hätte ich gerne das gleiche ohne Allrad oder in schwarz oder irgendwas anders. Natürlich können wir euch auch einen James Cook in eurer Wunschausstattung neu bestellen. Dann hättet ihr übrigens die Wahlmöglichkeit zwischen diesem Hochdach, was das für Vorteile hat, zeige ich euch gleich, zwischen einem Fahrzeug mit Aufstelldach, so wie da hinten, und alternativ gibt es ihn auch als James Cook Classic. Dann hat er einfach gar kein Dach, nur die normalen Dachfenster. Ja, was macht den James Cook so besonders? Das größte Highlight neben der wirklich sehr imponierenden Optik, weil dass ich mich mal klein neben meinem Fahrzeug fühlt, ist doch eher die Ausnahme, ist sicherlich der Heck-Slideout. Und deswegen glaube ich, steigen wir heute mal anders ins Video ein. Und ich fahre als erstes mal den Slideout raus, damit ihr versteht, warum so viele Betten, so lange Betten in so einem kompakten Auto möglich sind. Weil gerade, wenn man sagt, was ist mein Anforderungsprofil? Ich hätte gerne Allrad, ich hätte gerne Automatik, ich würde gerne Mercedes fahren und ich will aber auf jeden Fall Einzelbetten. Das Auto soll aber nicht gleich 7 Meter lang sein. Dann ist die Auswahl ganz schnell auf vielleicht 2 Fahrzeuge zusammengeschrumpft. Und deswegen gucken wir, was diesen Wagen so besonders macht. Ich fahre Slideout raus und dann gucken wir uns den Rest in Ruhe an. Also, was hat Westfalia bei dem Fahrzeug hier gemacht? Wo ist die Besonderheit? Letztendlich ist der Trick relativ einfach. Ein normaler Sprinter hat hier die normale Heckansicht dieses Fahrzeugs wäre geteilte Scheiben. Wir sprangen nochmal von vorne an. Die normale Heckansicht dieses Fahrzeugs hätte eigentlich 2 Türen, hier in der Mitte einen großen Spalt, beide Türen aufmachen, alles ist gut. Hier hat man sich überlegt, wie bringen wir möglichst viel Länge rein? Was machen die ganz großen Liner? Die arbeiten mit Slideouts. Alles klar, wir gucken mal, wie so ein Konzept sich im Kastenwagen übernehmen lässt. Und hat eine eigene Heckansicht gemacht. Das heißt, der gesamte obere Bereich hier ist ein GFK-Formteil, was im Fahrzeug drin ist, von Westfalia selbst gefertigt und kann gleich, was ich euch zeigen werde, rausgefahren werden. Dazu gibt es dann hier unten drunter einen kleinen Stauraum. Da liegen jetzt noch die Isomatten vom Winterpaket, Markisen, Kurbel, all solche Dinge mit drin. Aber auf jeden Fall wie ein Kofferraum beim PKW letztendlich auch ein normaler Stauraum. Ich gehe mal kurz rein und fahre euch das Ganze raus, weil dann habt ihr eine Idee, wie viel der Wagen dadurch wächst. So, weil dann, wenn der Slideout rausgefahren ist, hat man hier hinten ein richtig großes Längsbett. Also anders als bei fast allen anderen Sprintern, wo man quer drin liegt, wenn sie 6 Meter lang sind, liege ich jetzt hier längs drin. Und damit ihr einen Eindruck davon bekommt, solltet ihr jetzt einfach mal mit reinkommen. Dann nehmen wir nochmal die Maße vom Bett, damit ihr wisst, ob ihr in dieses Bett reinpasst. Und dann, wenn ihr nämlich ins Fahrzeug reinkommt, habt ihr hier hinten echt eine riesengroße Liegewiese. Wir haben einmal, damit ihr eine Idee von der Länge habt, hier haben wir in der Länge 2,3,9 Meter, also knapp 2,4 Meter.
Und dann haben wir an dem schmalen Teil hier hinten ungefähr 1,41 Breite und hier vorne an dem breiten Teil 1,76 Breite. Das heißt, über kurz oder lang passt jeder rein. Man muss sich halt überlegen, ob man sagt, ich falle von hier ins Bett und liege längs so hier vorne. Oder ob man sagt, ich gehe rein, drehe mich um und habe dann hier ein bisschen mehr Oberkörperfreiheit, da wo man ja tendenziell etwas breiter ist. Über euch sind noch zwei kleine Staufächer und ein bisschen Leselampen, USB-Steckdosen, dass man sein Handy und all sowas laden kann. Und das, was ihr hier seht, quasi diesen GFK-Teil, das ist sozusagen das Slide-Out, was rein und raus gefahren wird. Und das selber ist hier in der Innenlänge ziemlich genau 1 Meter. Das heißt, das ist quasi der Meter, den wir gewinnen gegenüber den anderen Fahrzeugen, den ihr, wenn ihr unterwegs seid, eingefahren habt und damit ein kompaktes Fahrzeug habt und den ihr, wenn ihr am Urlaubsort angekommen seid, rausfahren könnt und dann eben die volle Liegelänge habt und in so einem kurzen Auto so ein riesen Bett mit dabei habt. Und was halt richtig krass ist, ist hier hört sozusagen der Heckbereich auf und hier steigt das Dach oben drauf ein. Und dadurch habe ich hier eine Stehhöhe, dass ich kaum ankomme, von 2,33 Meter. Also das ist auf jeden Fall auch für richtig große Mengen Menschen tauglich. Wir sollten aber erstmal die Runde außenrum zu Ende machen. Ich wollte nur ganz am Anfang euch abholen und einfach sagen, was ist die absolute Alleinstellung des James Cook. Und das sind nämlich das große Bett hier, die große Stehhöhe und das zusätzliche Bett da vorne. Und jetzt gucken wir draußen nochmal rum, was er sonst noch so kann. Es grummelt, es rumpelt, es donnert. Und das wäre zum Beispiel genau der Einsatzzweck, wo so ein Hochdach echt ein großer Vorteil ist gegenüber allen Dachzelten, Aufstelldächern und so weiter und so fort. Weil die halt wirklich in einer festen Hülle unterwegs sind. Wir selber haben ja, da hinten um die Ecke guckt unser Turbin Vario, jahrelang ein Fahrzeug mit Aufstelldach gehabt, was konzeptionell ganz viele tolle Vorteile hat. Aber in dem Augenblick, wo es wirklich krass anfängt zu regnen, wie hier wahrscheinlich demnächst, hoffentlich nicht, aber wahrscheinlich schon auch. Und dann ist es natürlich in so einem festen GFK-Dach schon schön. Was halt wirklich krass ist an dem Auto ist, dass er einfach absolut hoch ist und damit auf jeden Fall auffällig ist. Aber wenn ich einen Sprinter Allrad habe mit großen Delta-Felgen wie hier, mit der Höherlegung, mit den Radläufen, mit der Außenfarbe, dann ist das ja sowieso ein Auto, was durchaus was darstellt. Das GFK-Dach oben fertigt Westfalia selber und ihr seht ja selber, die Sprinterform ist quasi die gleiche und da, wo man das Bett braucht, ist das Dach mit drauf. Das gibt uns die Möglichkeit, dass hinter dem Dach nochmal diese kleine Dachreling angesetzt ist, was optisch das ein bisschen auflockert. Und zwischen den beiden Dachreling-Teilen habt ihr eine vollautomatische Sattanlage von der Firma Ten Haft, eine sogenannte Sidetrack. Das ist die kleine flache, mit der ihr europaweit Satellitenfernsehen gucken könnt und dafür ist sogar schon ein Fernseher mit drin. Und was man von hier jetzt nicht sehen kann, ist oben auf dem Dach drauf haben wir zusätzlich nochmal eine Solaranlage. Das heißt, durch das Grundkonzept, was wir bei Westfalia überall haben, Warmwasser-Dieselheizung mit Fußbodenheizung, kein Gasverbrauch für die Heizung, immer ein Kompressorkühlschrank, das heißt kein Gasverbrauch beim Kühlschrank, braucht man einigermaßen Strom. Den haben wir mit 2 Batterien und der Solaranlage drin und ist damit quasi über die gesamte Saison mehr oder weniger autark. Guck mal, jetzt fängt es hier direkt schon an zu tröpfeln. Dann gucken wir schnell noch mal, was wir vorne mit dabei haben. Wir haben das 360-Grad-Parkpaket mit dabei. Das heißt, ihr habt hier eine kleine Frontkamera. Beide Spiegel haben nach unten eine Kamera und eine Rückfahrkamera ist natürlich auch da. Das heißt, sobald ihr einen Rückwärtsgang anmacht, könnt ihr quasi wie aus der Vogelperspektive euer Auto sehen. Wir haben die LED High Performance Scheinwerfer. Wir haben Distronic, also quasi den Abstandsregeltempomat von Mercedes. Wir haben, wenn ich es richtig gesehen habe, genau den Totwinkelassistent, die kleinen Dreiecke, die drauf sind. Wir haben hier, sehe ich schon, den Warnaufkleber, eine sogenannte Bearlock-Wegfahrsperre, das heißt eine mechanische Sperre des Lenkrads mit einer elektronischen Zündunterbrechung, dass der Wagen deutlich schwieriger zu entwenden ist. Wir haben von außen eine Markise mit dabei. Wir haben die Sonderfarbe Fee-Grau, die Classic B von Delta mit den All-Terrain-Reifen von BF Goodrich. Und wir haben echt unglückliches Wetter zum Filmen. Haben wir noch irgendwas von außen vergessen? Ich glaube nicht, oder? Und wenn wir was vergessen haben, dann seht ihr es ja im Rundumflug. Parksensoren vorne und hinten. Zeigst du dahin? Die Reifen hast du erzählt. Habe ich gesagt. Reifen habe ich gesagt. Was ich aber tatsächlich nicht gesagt habe, ist, dass wir das Parkpaket nicht nur als Kameras haben, sondern vorne und hinten die Parksensoren mit dran, dass ihr auch die akustische Untermalung beim Einparken habt. Passend für das Wetter, Regensensor. Genau, passend fürs Wetter, Regen- und Lichtsensor. Das ist auch bei so einem
Wetter alles alleine macht. Wäre das Wetter schöner, das ist eh dabei, aber dann könnte man sowas Tolles hier benutzen. Das ist eine Schiene für den Tisch, um die außen anzuhängen. Und zwar kann man die hier einfach dranhängen, ansaugen. Und dann kann man nämlich losgehen. Den normalen Tisch nehmen. Zack, Tischbein runterklappen. Hakt den Tisch hier ein. Okay, jetzt habe ich die ganz falsche Höhe gewählt. Hätte ich den auf der richtigen Höhe dran gemacht, hätte man hier jetzt einen schönen Tisch. So ist eine tolle Rampe, wenn die Kinder Autos spielen wollen und die Autos wegfahren lassen wollen. Das Ding kann man aber natürlich nehmen und dranhängen, wo man möchte. Wenn ihr meint, ich will das nicht, ich will ja die Schiebetür zu haben. So, welche Höhe müssen wir dann haben? Das weiß man dann ja hoffentlich irgendwann, wo man hin muss. Zack, 1, 2. Hängt es halt dahin. Und dann steht der Tisch auch gerade. Also wahlweise Kinderspielzeug oder guter Picknickplatz. Und spart beim Stauraum natürlich noch für den nicht ganz so großen Stauraum, den wir hier haben, das Mitnehmen eines deutlich größeren Tisches. So, jetzt haben wir wirklich alles gesehen. Jetzt gehen wir rein. Lass uns erstmal kurz einen Blick in die Ausstattung werfen. Wie gesagt, bei mobile.de kriegt ihr die nochmal komplett aufgelistet. Für Preis und genaue Ausstattung einfach den Link unten in der Videobeschreibung oder den jetzt eingeblendeten QR-Code anklicken bzw. kurz abfotografieren. Das, was dieses Auto absolut besonders macht gegenüber allen anderen Fahrzeugen, die zur Verfügung momentan stehen, ist zum einen, dass er der einzige junge Gebrauchte ist, der ein festes GFK-Hochdach hat und damit europaweit das einzige Auto ist, was da zur Verfügung steht. Was ihn aber noch mal mehr abhebt von fast allen anderen Fahrzeugen, ich glaube sogar allen, ist, dass wir hier noch den alten Sprinter sozusagen drunter haben. Das heißt, dieses Fahrzeug ist ein 3 Liter 6-Zylinder vom Antrieb, auch mit 190 PS wie die jetzigen Autos, die ihr kaufen würdet, aber eben mit dem großen Motor, der etwas schwerer ist, was aber bei dem zulässigen Gesamtgewicht von 4,1 Tonnen mit dem Dach hier sowieso überhaupt keine Rolle spielt. Der zweite Unterschied ist, dass wir durch die neuen Motoren, die jetzt da sind, auch einen anderen Allradantrieb bekommen haben. Die neuen Fahrzeuge haben einen permanenten Allradantrieb. Dieses Fahrzeug hier hat einen zuschaltbaren Allradantrieb mit einer sogenannten Getriebeuntersetzung. Und je nachdem, was man machen will und wie man es benutzen will, hat das technisch gesehen für den einen oder anderen sicherlich Vorteile. Und wenn ich mir überlege, als wir die letzten 6-Zylinder noch hatten und verkaufen konnten, war das ein regelrechter Hype um diese Fahrzeuge. Ist jetzt natürlich ein bisschen eingeschlafen, weil quasi das nicht mehr eine Option ist, die man zur Wahl hat. Hier haben wir aber nur 11.000 und ein paar zerquetschte Kilometer, also knapp unter 12.000 Kilometer. Knapp 2 Jahre altes Fahrzeug. Vom Zustand im Prinzip neuwertig, weil 12.000 Kilometer ja kaum Nutzung sind. Ansonsten ist auf der Fahrertür ein klitzekleiner Lackkratzer und das Auto steht sonst echt gut da. Das ist erste Hand, nur privat genutzt worden. Einfach halt nur zu wenig, wie das Los vieler Selbstständiger ist. Ich kenne das ja von meinem Auto. Jetzt ja, etwas über ein Jahr alt und noch keine 6.000 Kilometer. Das, was einfach das Tollste ist, wenn man in so einem Auto ist, wenn man drin ist und es schön ist und theoretisch man nicht arbeiten muss, sondern Zeit hat, ist einfach diese Stimmung im Wohnmobil. Frische Luft kommt rein, draußen kühlt alles runter, das Prasseln vom Regen auf dem Dach. Wer das mal in der dänischen Düne am Meer an der Nordsee erlebt hat, am besten noch ausgepowert, weil morgens schönes Wetter war und man schon schön in den Wellen war, das ist wirklich das, wofür ich mit dem Wohnmobil losfahre. Ist auch schön, wenn das Wetter immer gut ist, aber es ist auf jeden Fall auch ein Highlight, was mit dabei ist. So, von der Ausstattung. Wir haben das Offroad-Optik-Paket, das sind die Reifen und alles, was wir gesehen haben. Wir haben nahezu alles, was man damals bei Westfalia mitbestellen konnte. Alle Optionen Mercedes seitens. Eigentlich kann man sagen, das ganz große Kreuz mit dem bewussten Verzicht auf Leder. Weil einfach man gesagt hat, wir fühlen uns wohler, wenn unsere Sitze Stoff haben, weil das im Sommer nicht so klebt und im Winter nicht so kalt ist. Solltet ihr sagen, mega geiles Auto, aber ich hätte gern Leder drin, dann kriegen wir das mit unserem Sattler aber theoretisch sogar auch geregelt.
Wir haben Abstandsregeltempomat, wir haben Attention Assist, Fernlichtassistent, Totwinkelassistent, Multifunktions-Lederlenkrad, LED-Scheinwerfer, einmal alles. Die teuersten Optionen sind sicherlich Solaranlage, vollautomatische Sattanlage, Allradantrieb, großer Motor. Und für alle, die sich dann im Detail interessieren, einfach die Anzeige angucken. Das, was euch klar sein muss, ist, wenn man sich für einen 6 Meter Sprinter entscheidet, geht man ja immer einen Kompromiss ein. Aber unterm Strich, während es jetzt noch doller draußen regnet, aber die Fenster können wir offen lassen, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob ihr die Stimmung auf dem Video rüberbekommt, aber hier ist auf jeden Fall kurz mal Weltuntergangsstimmung. Aber es wird nur schöner, weil die Luft ein bisschen frischer wird. Geht man bei so einem 6 Meter Sprinter auf jeden Fall immer einen gewissen Kompromiss ein, der da ist. Und wenn ich hier sitze, ist doch erstaunlich, wie viel Raum drin ist, weil das aufgesetzte GFK-Dach einfach diese vorhin gemessenen 2,30 Meter anbietet. Die Sitzgruppe gar nicht so eng ist, wie man in einem Sprinter erwarten würde. Und vor allem super viel Stauraum da ist. Gerade über euch da hinten ist viel Stauraum. Dazu haben wir hier vorne in der Sitzbank die Lounge-Funktion, dass man die Sitzbank ein bisschen verstellen kann. Der Tisch ist, wo ist er, rausschwenkbar, so dass man sich hier von allen Sitzplätzen gemütlich machen kann. Haben wir alles gesehen? Hier vorne denke ich schon. Dann tauschen wir jetzt mal Plätze und gucken uns die Küche, den Stauraum und die Nasszelle mal gemeinsam an. So, ihr seht schon, die Perspektive einmal gedreht. Hier hinten ist es eine ganze Ecke enger. Das liegt halt daran, dass wir hier unterm Strich in einem Sprinter sind und trotzdem eben eine vernünftige Küche und Stauraum haben wollen. Was bei dem James Cook ja eine absolute Besonderheit ist, ist, dass das alles sehr fließende Formen sind, alles sehr rund ist. Zum Beispiel hier auch keine Türgriffe sind, weil man sich hier gedacht hat, wir haben ein High-End-Auto, also machen wir das auch ein bisschen mehr High-End und haben eine elektronische Zentralverriegelung. Ich entriegel also hier oben, sehe, dass die noch geschlossen ist, drücke auf den zweiten Knopf, dann ist offen und dann ist es, wie ihr es von einer modernen Küche kennt, ein klassischer Push-to-Open-Mechanismus. Einmal drücken, kommt es raus und ihr habt hier riesengroße Schubladen. Und dann, wenn ich fertig bin, drücke ich einfach auf den Knopf und alle sind wieder verschlossen. Wenn ich jetzt drücken würde, kommen sie eben nicht raus. Zack, da ist sie und dann kann man es wieder zumachen, verriegeln. Kochfeld ist im Prinzip so, wie ihr es kennt, ein ganz normaler kleiner zweiflammiger Gaskocher, daneben ein kleines Waschbecken. Mehr braucht man nicht, mehr geht aber unterm Strich auch nicht. Das, was hier halt eine clevere Idee ist, das hätte man euch vorher zeigen müssen, jetzt ist leider zu viel Regen. Wir haben eine zweigeteilte Fliegengittertür, und zwar einmal hier vorne, die kleine, und einmal hier die große. Das heißt, ihr braucht nicht mehr wie bei den meisten anderen Autos eine große Fliegengittertür hier hinten entlang ziehen, sondern man kann das zweigeteilt machen und mal eben schnell rein und raus gehen. Und das, was halt immer wieder krass ist, ist hier einfach die Höhe. Der Stauraum wird relativ geschickt genutzt. Ihr habt hier, das gehört wahrscheinlich thematisch noch ein bisschen mit zur Küche, ein großes Fach oben, eine Art Kleiderschrank, in der man auch den Tisch verstauen kann, wenn man ihn nicht braucht, da drunter. Und weil es das Auto mit dem Hochdach ist und da muss man wieder reingucken, da alleine kann man eine ganze Familie reinpacken, weil das echt riesig ist, weil das quasi der Bereich oberhalb der Nasszelle ist. Dann guckt doch mal bitte da noch mal rein, dass die Menschen sich auch davon einen Eindruck verschaffen können. Dankeschön. Und wenn wir schon bei großen Stauräumen sind, dann machen wir auch die hier noch mal auf und haben auch hier noch mal Küche unten und oben drüber noch mal einen richtig schönen Stauraum auch oben. Also insgesamt sehr viel und nicht zu verschweigen, einen großen Kühlschrank. Wie schon draußen gesagt, ein Kompressorkühlschrank. Reicht, glaube ich, für alles, was man sich irgendwie vorstellt. Bleibt als letzter Blick, während hier richtig schön kühler Wind reinkommt, der Blick in die Nasszelle. Ha, die ist noch schön warm. Da machen wir als erstes mal auch das Fenster auf, dass wir auch hier ein bisschen... Nee, das machen wir nicht. Hier regnet es zu doll. Kommt mal mit rein. Ich mache es mir hier mal auf der Toilette bequem und dann gucken wir einfach mal gemeinsam, was so eine James Cook Nasszelle kann. Ihr seht schon auf den ersten Blick, mit meinen 1,92 mit Schuhen an, groß, ohne Anstrengung, habe ich hier richtig viel Raum. Ich habe ein kleines Waschbecken, darunter in der Ecke einen kleinen Stauraum, das ist hier alles Stauraum. Ich habe, glaube ich, hier oben über mir nochmal einen schönen Stauraum. Und ihr müsst immer ins Verhältnis setzen, wir reden über einen 6 Meter Sprinter. Und das ist genau die Alleinstellung dieses Fahrzeugs. Und entweder sagt man, ich finde diesen Kompromiss mit dem Slide-Out hinten richtig cool,
und kann mir da deswegen gut vorstellen, dass ich einfach dieses Ausfalten am Urlaubsort total feiere. Oder man sagt, nee, das ist mir ein bisschen zu viel Arbeit, dann muss man halt mit dem Kompromiss leben, dass es drin im Fahrzeug etwas enger ist, etwas weniger Stehhöhe hat und all diese Dinge. Hier kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen zu duschen. Auch die indirekte Beleuchtung und so, das sind richtig viele schöne kleine Details. Wir haben auch schon so viele Videos zum James Cook gemacht, schaut euch die sonst einfach auch in Ruhe an. Dann bleibt als letztes Ding, was wir euch hier zeigen sollten, nochmal das Dachbett oben, damit ihr einfach die Idee bekommt, dass ihr entweder getrennt schlafen könnt oder 2 Doppelbetten habt für 4 Personen oder vielleicht mal Kinder oder Enkelkinder mitnehmt. Also wir bauen das jetzt nochmal gemeinsam auf und dann wisst ihr genau, ob dieses Fahrzeug für euch in Frage kommt. Das Schöne beim James Cook ist, dass Mercedes, das Westfalia sich entschieden hat, quasi alles über das MBAC, also Mercedes-Benz Advanced Control, steuerbar zu machen. Ihr habt also hier das Steuerpanel, was quasi das gleiche ist wie vorne im Cockpit und könnt alle Funktionen, zum Beispiel wenn ihr Heizung anmachen wollt, könnt ihr Heizung, Wohnraum, Warmwasser, Fußbodenheizung, man kann sich das hier alles im Detail anschauen und quasi mit der klassischen Mercedes-Optik ein- und ausstellen, Fußbodenheizung separat einstellen, eine Nachtabsenkung, alles Mögliche. Und hier, jetzt habe ich es ausgemacht, falscher Knopf, machen wir nochmal an, da wollte ich hin. Ihr habt einen Überblick über, wie steht es um euer Wasser, Temperaturen, Batterien und all solche Dinge, wisst also hier immer Bescheid und könnt übrigens das gleiche auch während der Fahrt vorne steuern. Also auch nochmal eine absolute Besonderheit, deswegen ist der Aufbau hier hinten so relativ clean und mit so wenig Bedienteilen, weil alles darüber gesteuert wird. Das letzte Highlight dieses Fahrzeugs ist das große Bett hier vorne. Auch hier, ich gehe gleich aus dem Bild, haben wir eine Liegefläche von über 2 Meter und eine Breite von 1,20 ungefähr. Das Ganze auch, weil das auch immer wieder eine Frage ist, hier mit der Höhe, oben drüber haben wir 70 cm Höhe. Ihr seht, es ist richtig warm, eigentlich würden wir gerne noch mehr Sauerstoff reinlassen. Ich klappe das jetzt hier mal weg. Das geht nämlich auch mit wenigen Handgriffen. Zack, einmal dahin, einmal hoch und dann da oben fest. Machen, dass das T-Shirt sitzt. Schweiß wegwischen. Wir haben heute nämlich schon richtig hart gearbeitet und hoffen, dass ihr einen guten Eindruck vom Westfalia James Cook mit Hochdach bekommen habt. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch im nächsten Video. Wenn ihr mehr Videos zu Gebrauchten sehen wollt, denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Vielleicht gefällt euch ja dieses Schmuckstück. Ansonsten ist bestimmt demnächst einer für euch dabei. Schöne Grüße aus Stove. Bis bald und alles Gute.